Heute gibt es ein schönes Duell der Tabellennachbarn. Gladbach, Platz 9 gegen Reus Münster, Platz Nummer 8, Spieltag 24. Heute wieder hoffentlich mit 11 gegen 11 bis zur 90. Wir haben ja gegen Leipzig leider Marvin Friedrich verloren, der heute gegen seinen Ex-Club natürlich gespielt hätte. Wir hatten auch Chancen zu gewinnen, aber jetzt geht's rein in den Borussia Park mit der Hymne im Hintergrund. Das sollten sie bei allen Vereinen vielleicht machen. Ist doch ganz cool. So, vorne Kleindienst, Stöger, da müssen wir echt aufpassen. Ich hoffe auf eine gute Leistung. Ich weiß nicht, ob wir gegen Leipzig was geholt hätten, wenn wir zu 11 gespielt hätten. Das sah nämlich auch, ja, phasenweise echt gut aus. Jetzt gegen Gladbach, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Die liegen uns vielleicht ein bisschen mehr. Spielen auch 4-2-3-1. Und Friedrich ist ja nur für ein Spiel gesperrt. Also der wird dann im nächsten Spiel auch wieder von Anfang an spielen. Nächstes Spiel ist dann gegen Lille. Also das Achtelfinale der Europa League ruft. Aber ich muss auch in der Liga wichtige Zähler holen. Von daher habe ich auch heute die Mannschaft nicht verändert. Es wird dann wahrscheinlich gegen Lille soweit sein, aber ich muss auch hier zusehen, dass ich meine Spiele gewinne. Dass wir uns oben irgendwie festsetzen können. Listesch, erste Chance. Natürlich wieder geblockt. Und vorne Kleindienst, allein auf weiter Flur. Ichi, Chavez und Remberg. Und wann er erstmal über die Außen. Pedrosa ist da. Und jetzt die Frage, wie schnell schalten die Gladbacher um? Es ist auf jeden Fall nicht so ein hohes Pressing wie gegen Leipzig. Also das war gegen Leipzig schon echt wieder sehr, sehr extrem. Aber wir kommen. Über Pose, über Wanner. Und Alvaro muss sich jetzt fallen lassen. Oder nö, machen wir alleine. Wanner aus Spitzenwinkel. Ja. Und Alvaro wäre fast da gewesen. Aber halt auch nur fast. Und jetzt kommt Kleindienst. Deswegen muss man vorne auch immer mal so einen Spielertypen drin haben. Zaniolo. Der halt auch einfach mal die Bälle festmacht. So wie bei uns Alvaro. Das ist so die Hoffnung. Oben Wanner. Oh, wenn er durchläuft. Warum läuft er denn nicht durch? Weil er jetzt durchläuft. Alvaro, Wanner. Das ist alles wieder zu kompliziert. Aber wir kommen irgendwie durch. Ich weiß nicht wie, aber wir sind jetzt irgendwie durchgekommen. Poso, Listesch. Ja, mal die Chance auf den Abschluss. War, glaube ich, nichts Gefährliches. Ging auch wieder vorbei am Gegner, Gott sei Dank. Nicht gegen den Gegner. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht 1-2 Meter. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Wir machen Druck. Wir sind, glaube ich, leicht überlegen. Ein bisschen besser auf jeden Fall, weil wir mehr nach vorne spielen. Und jetzt diese Chance. Oh, schade, Wanner. Das wäre, glaube ich, auch kein Abseits gewesen. Der Ball war richtig gut gespielt. Dann fehlt halt am Ende nicht viel. Jetzt kommt Gladbach. Pedrosa gegen Poso. Oh, der ist nicht unbedingt schneller, oder? Der ist schneller. Gegen Poso. Ja, gibt den ersten Eckball. Für die Gladbacher. Und jetzt aufgepasst. Stöger auf Kleindienst. Das wäre echt der Horror. Das wäre mit Ansage. Ne, Elvedi kommt dran. Aber Achtung. Gladbach ist da. Die dürfen da eigentlich nicht durchkommen. Gut verteidigt. Und jetzt die Chance. Wie schnell schalten wir um? Matagana. Gegen Elias Jelat. Matagana ist schnell. Macht's jetzt mal über links. Vorne kommt Jongwa mit. Oh, der sprintet durch. Er ist aber im Abseits. Oder wäre im Abseits gewesen. Ja, hätte ich vorne jetzt Alvaro gehabt, hätte man mal reinflanken können. Aber der war halt noch irgendwo hinten beschäftigt. Und somit halt leider weiterhin 0-0. Aber Gladbach, die werden jetzt ein bisschen besser. Zaniolo. Gegen Wagner. Kleindienst. Gegen Ichi. Gutes Stellungsspiel, gut gemacht, gut verteidigt. So, und Junge, das muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Die brauchen auch wieder alle zu langsam oder zu lange. Sie sind zu langsam beim Ballabspielen, beim Drehen. Ja, einfach beim ersten Kontakt schon in die richtige Richtung drehen. Wagner oben, Wanner läuft durch. Oh, das ist ein schöner Ball, der kommt sogar ganz gut. Aber Itakura hat halt aufgepasst, ne? Ist halt auch nicht so schlecht. Und Gladbach kommt wahrscheinlich wieder über Außen, über Pedrosa, wieder gegen Poso. Oh, der kommt vorbei, zu einfach. Auch wieder viel, viel zu leicht. Achtung, der Abschluss! Ansgar Belk, der Pfosten rettet uns vom Rückstand. Ziemlich gut gemacht von den Gladbachern. Einfacher Abschluss. Und dann hatten wir natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Ball nicht reingeht. Oh, Kleins, das ist viel zu einfach. Viel zu einfach. Und dann der Lupfer. Und die Führung für Gladbach.
Ja, wir kassieren zu einfach die Gegentore. Was willst du da noch sagen? Tim Kleindienst, das war vorhersehbar, dass er den Move macht. Dass er sich den Gegner vom Leib hält und dann haben wir auch keine Chance mehr. Ja, auch wenn ich den Keeper nicht rausgeholt hätte, der hätte ihn wahrscheinlich reingeschossen. Wir sind nicht hinterhergekommen, zu langsam hier. Guck mal, zack. Eine Drehung, Wagner kommt auch nicht hinterher. Und Tim Kleindienst mit Saisontor Nummer 10. Schade, wir waren eigentlich gut drin. Gladbach war jetzt auf dem Weg, ein bisschen besser zu werden. Aber was sind denn das für hohe Bälle? Also es kann niemand, das ist mir mal aufgefallen, es kann niemand so einen gescheiten Ball mal hinter die Abwehr spielen. Mal so einen halbhohen Ball. Oh, Poso ist auch wieder ein Zweikampf, den er nicht unbedingt verlieren darf. Ishii, oh, kommt nicht ran. Zaniolo, quer gespielt, Sinamoy. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns das Spiel hier nicht entgleitet. Und wie machen wir das? Indem wir auf eine Dreierkette umstellen. Dass wir ein bisschen breiter stehen. Oh, Sinamoy. Die Bälle, die er da manchmal spielt, das ist auch nicht mal ganz koscher. So, nächste Chance. Jong war, aber wir kommen nicht vorbei. Wir können einfach nicht ins 1 gegen 1 gehen. Natürlich wusste Cody, dass ich da hinspiele. Wir können einfach nicht ins 1 gegen 1 gehen, weil wir diese Zweikämpfe einfach nie gewinnen. Wir gewinnen einfach nicht diese Zweikämpfe für uns. Jetzt vielleicht. Alvaro auf Poso. Mal im Abschluss Poso abgeblockt, natürlich. Dann ist wieder ein Gegner dazwischen. Also es ist sehr, sehr ja, zermürbend heute wieder. Wir haben gut angefangen. Dann der Rückstand, der halt auch absolut zu verteidigen ist. Wie immer. Also jedes Gegentor ist vermeidbar. Aber die fallen dann einfach zu leicht. Zaniolo gegen Atagana. Auch wieder zu leicht. Er kommt einfach nicht in den Zweikampf rein. Kiloso, Achtung, Ishii ist dazwischen. Und dann gehen wir erstmal mit einem 1:0 Rückstand in die Pause. Es ist ja sehr, sehr, wie ich schon gerade gesagt habe, sehr zermürbend, sehr zerfahrend auch irgendwie teilweise, habe ich das Gefühl. Ja, mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor, davon kannst du dir aber nichts kaufen. Steht halt schwarz auf weiß die Führung für Gladbach. Und die Gladbacher legen gleich los wie die Feuerwehr. Hier Zaniolo. Oh, ne, nicht direkt nach der Pause. Achtung, Chavez grätscht doch. Er kommt nicht ran. Und das zweite Tor für Gladbach. Da kannst du echt verrückt werden. Nicht nur als Keeper, sondern auch als Trainer. Wenn er da von Beginn an, vom Anschluss weg, einfach durchspazieren darf. Da muss doch mal irgendeiner von alleine draufgehen. Auf die Idee kommt, den zu stoppen. Und dann ist es wahrscheinlich ein Eigentor. Und dann ist Chavez leider zu langsam. Ich befürchte, das ist ein Eigentor, oder? Gucken wir mal ran. Ich glaube, es ist ein Eigentor von Wagner. Es könnte als Eigentor gewertet werden. Ja, ist es. Also, Wagner, so ein bisschen der Pechvogel. Im letzten Spiel, vor dem 1:0 der Leipziger, den entscheidenden Ball verloren. Jetzt der Ausgleich, oder das 2:0. Der Ausgleich. Wäre schön, wenn er den Ausgleich machen würde, aber der Ausgleich. Nein, der Rückstand. Das Eigentor, so jetzt, mein Gott. Die Wortfindungen noch bei mir heute sind echt sehr, sehr furios. Und die Gladbacher machen jetzt mit uns, was sie wollen. Atagana im Zweikampf, Wagner, wir kriegen es nicht hin, weil wir wieder hinten einfach den Ball nicht zu schnell rausgespielt bekommen. Und vielleicht war auch hinten die Dreierkette nicht so die beste Idee. Deswegen 4-3-2-1. Tannenbaum-System, gucken wir mal, wie das funktioniert. Aber ihr seht, wir kommen einfach nicht in die Zweikämpfe rein. Dann kannst du auch spielen, was du willst. So, Atagana hat er mal die Geschwindigkeit gegen Pedrosa. Ist vorbei auf jeden Fall. Pedrosa kommt natürlich hinterher. Bei uns wird jeder Spieler auch eingeholt. Ist egal, wer es ist, wen wir haben. Alvaro, oh schade, wäre vorne frei gewesen. Der wird immer eingeholt. Wir haben nie die Chance, mal wegzuziehen. Pose ist dazwischen, Ishii. Wir müssen hier irgendwie wieder ins Spiel finden. Wir müssen uns irgendwie... Oh, Ishii, was macht der denn da vorne? Das habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe ihm nicht gesagt, lauf nach vorne. Bleib einfach da, wo du bist. So, jetzt vielleicht mal über eine Einzelaktion. Über Wanner. Der muss jetzt rein, aber der geht nicht rein. Genau wie gegen Leipzig. Schon eine große Chance vergeben. Aber weiter. Komm, wir sind jetzt drauf. Wir sind da. Atagana jetzt mal mit dem Platz. Achtung!
Sah aus, als ob er leicht abgefälscht war, aber egal, wir kriegen jetzt die Ecke. Aber Ecken können wir ja auch nicht. Ja, Ecken kommen ja dieses Jahr auch nicht. Oder in der Saison. Und wenn dann nur ganz, ganz beschwerlich. Vielleicht jetzt, das wäre sehr wichtig, aber auch die Ecke, die ist auch halt nicht gut getreten, ne? Wagner, wieder Atagana, der hat wohl einen guten Abschluss. Ja. Und wir sind dran, weiter. Listesch, nächste Chance, Alvaro hinten kommt nicht ran, aber Atagana muss direkt wieder nachsetzen. Vorteil, den kriegen wir nicht. Den Freistoß, aber wir kriegen die nächste Chance durch Wanner. Aber auch knapp vorbei. Also wir sind da. Wir müssen jetzt irgendwie den Anschlusstreffer schaffen. So schnell wie es geht, dann haben wir noch genug Zeit, um hier zumindest Remis zu spielen. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Schwer, aber nicht unmöglich. Jongwa. Müssen die Bälle halt auch ankommen, ne? Die sind leider zu ungenau gespielt. Und jetzt kommen die Gladbacher wieder. Achtung, natürlich. Über Zaniolo. Ishii kommt da auch nicht ran. Doch, jetzt. Gut gestellt. Und treffen wir wieder die falschen Entscheidungen. Leider, leider. Wagner, Jongwa. Jetzt ist er mal durch. 1 gegen 1, 1 gegen 2. Alvaro. Oh, ist leider in der falschen Position. Der muss vorne drin sein. Der müsste vorne drin sein. In der Sturmspitze und nicht irgendwie auf den Außen. Der muss vorne drin bleiben. Francolino. Remberg im Zweikampf. Sehr, sehr gut. Nächste Chance. Wanner. Gegen 2, 3 Leute alleine. Jongwa vorne. Oh, er setzt sich durch. Komm, Jongwa. Und Alvaro muss da einfach schneller sein. Auf was wartet er denn? Ich verstehe das immer nicht, ja? Ist doch ganz offensichtlich, was passiert. Da muss er doch einfach von alleine auch schon mal auf die Idee kommen, vorher dahin zu sprinten. Wir kommen wieder nicht in den Zweikampf rein. Chavez, jetzt ist er da. Oh, Hackespitze 1, 2, 3. Nächste Chance. Poso über Wanner. Oder mit Wanner. Jetzt hat er die Abwehr gespielt. Und jetzt Alvaro vorne. Geh vorne rein. Oh, er läuft wieder blind. Er läuft wieder blind einfach ins Abseits. Da kann ich ihn auch nicht anspielen. Da kann ich auch nichts machen. Jongwa. Nächste Chance. Mal von außen. Chancen sind da. Alles schön und gut. Aber es ist nichts Zwingendes. Es ist halt absolut auch nichts Zwingendes. Das sind so Bälle. Die hätte ich wahrscheinlich auch noch irgendwie gehalten. Ja, es wird offensichtlich wieder ein Spiel, wo man auch absolut wieder nichts machen kann. Wo du noch so gut stehen kannst. Ihr seht, wir kriegen den Ball nicht schnell genug hinten raus. Francolino wahrscheinlich gleich mit dem dritten Tor. Und dann auch zu ungenau. Und wieder ist es Wagner. Also der hat echt momentan so ein bisschen leider die Scheiße am Schuh. Das meine ich. Das dauert einfach zu lange. Es dauert einfach zu lange. Wagner jetzt auf Jongwa. Ne, den soll Jongwa kriegen. Alvaro muss sich hinten absetzen. Und wer kommt mit? Kommt keiner mit. Dann macht's Alvaro. Aber auch wieder die falsche Entscheidung. Da hätten wir auch wieder 3, 4 Meter gehen können. Ein Spiel, wo leider auch wieder nicht viel zusammenlief. Die Chancen sind da. Sieht phasenweise auch gut aus bis zum Strafraum. Aber es ist halt im Endeffekt nichts Zwingendes. Nichts wirklich Zwingendes. Und dann werden wir wahrscheinlich auch dieses Spiel hier verlieren. Das nächste Spiel werden dann von Gladbach überholt. Verlieren dann halt noch mehr den Anschluss nach oben. Das heißt, uns bleibt jetzt der DFB-Pokal quasi und die Europa League. Nichts leichter als das. Aber so werden wir auch gegen Lille große, große Schwierigkeiten haben, wenn wir das nicht hier irgendwie in den Griff kriegen. Hinten ein bisschen defensiver oder ein bisschen besser zu stehen. Einfach stabiler, wenig Fehler zu machen. Vorne müssen wir die Chancen machen. Das geht uns halt momentan so ein bisschen ab. Und so gibt es die nächste Niederlage. Wieder ein 2:0. Diesmal auswärts, diesmal in Gladbach. Ja, und ich sag mal so ganz trocken, die nächsten Spiele können eigentlich nur besser werden. Die Gladbacher waren heute sehr, sehr effizient. Ich glaube, das kann man auch als Abschluss sagen. Die hatten nur 3 Schüsse, haben daraus 2 Tore gemacht. Wir hatten ganze 11 Schüsse. Also wir haben ja gut vorne mitgespielt, aber nur mitspielen alleine vorne reicht halt nicht. Rollenupdate für Ishii. Was hat er denn jetzt für ein Upgrade bekommen? Beziehungsweise welche Position? Rolle übernehmen. Verteidiger Profi Plus. Okay, bestätigen. Ah ne, Verteidiger Profi Plus sogar. Okay. Ist auf eine 69 aufgestiegen. Also ist auch ja im Vormarsch. Also Fortschritt in seiner Entwicklung. Sieht sehr, sehr gut aus. So, nächster Gegner ist jetzt Lille. Zuerst auswärts. Bin ich gespannt, mit welcher Truppe. Da müssen wir natürlich auch wahrscheinlich in der Bundesliga wieder umstellen. Aber ich freue mich. Das ist ein Bonusspiel. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir überhaupt ins Achtelfinale kommen. Ja, jetzt gucken wir mal, wer bei Lille spielt. Ach, Guerrero und Anthony Bentaleb. Ach du Scheiße. Gudmundsson als Linksverteidiger. Mbemba.
dank... Ah, Mbappé. Ist das der Bruder zufällig? Vom Kylian Mbappé, Moise Kean, Tomiyasu, Fernandes, glaube ich auch altbekannt. Aber dieser Mbappé da unten könnte sogar sein, ne? Haben auf jeden Fall die letzten beiden Spiele verloren. Ich bin gespannt, wie die mit Fünferkette wirklich spielen. Wäre ich sehr überrascht. Also wir gucken mal. Europa League Achtelfinale, Hinspiel in Frankreich, in Lille. Ich lasse mich überraschen und wir gucken einfach, wie wir uns schlagen. Macht's gut. Ciao, ciao.